Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Frankfurter Flughafen. Der heult rum, dass Deutschland nicht so wächst wie andere, und der Schuldige ist natürlich die Politik. Dann die Lufthansa, Nahostkonflikt kostet dreistelligen Millionenbetrag, alleine bei der Lufthansa Group. Boeing 777 Nummer 5 geht ins Flight-Testing, eine Maschine von wem, sage ich euch. Wir haben dann nochmal eine Warnung für alle, die nicht alkoholische Getränke zu sich nehmen. Für zum Beispiel Red-Eye-Flüge machen das Cabin Cruise, das sind die Flüge, die quasi in der Nacht fliegen und morgens ankommen. Die sollen ein bestimmtes Produkt nicht trinken, weil sie können einen positiven Alkoholtest hinter sich ziehen. Warum das ein Problem ist, erkläre ich euch. Und dann Accor Plus bekommt All Accor Plus Zeichen. Und als letztes haben wir nochmal wieder Kenya Airways Sky Team Elite und Elite Plus als Status-Match von der Fluggesellschaft. Geht allerdings auch mit einer Hotelkarte und mit Kreditkartenprogrammen. Also insofern das für den einen oder anderen interessant. Kostet natürlich Pinke, aber ich erzähle euch, ob es sich lohnt, wann es sich lohnt und was ihr zu beachten habt. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen. Denkt auch an School, an die Community. Sagt dort eure Meinung und dann können wir da gerne drüber sprechen. Das erste Thema, was wir haben, ist der Frankfurter Flughafen, und da geht es um die Finanzlage. Das EBITDA-Ziel 2025 moderat über dem Vorjahr 1,3 Milliarden. Gewinnprognose Konzernüberschuss maximal auf Vorjahresniveau. Aktienkurs geht auf 5% hoch oder um 5% hoch auf 67,80, und das ist der höchste Stand seit 4 Jahren. Die Verkehrsentwicklung ist bis zu 64 Millionen Passagiere, wenn man die Covid-Zeit weglässt und vor Covid guckt. 2019 waren es bei 70,6 Millionen. Das erste Halbjahr 2025 ist ein Plus von 1,4%, was dann 29,1% sind. Natürlich ist der Sommerverkehr nicht komplett enthalten, weil wir ja noch Sommerferien teilweise haben. Hohe Standortkosten sind die Herausforderung aus Sicht des Frankfurter Flughafens. Ticketsteuer, regulatorische Gebühren ist also kein Wachstumsimpuls dadurch gegeben. Und die Politik, die Bundesregierung sieht 2026 keine Senkung in der Ticketsteuer vor. Das Auslandswachstum hat höhere Dynamik, besonders die Flughäfen in Lima, also Peru, und aber auch Antalya in Türkei bringen dem Flughafen dort positivere Zahlen. Interessant ist das deshalb, weil die Flughäfen im Ausland halt wirklich besser wachsen und mehr wachsen. Wir haben auch dazu nochmal einen O-Ton vom Kollegen Schulte, das ist der CEO von dem Frankfurter Flughafen, also Stefan Schulte. Ohne Senkung der Standortkosten sind zusätzliche Wachstumsimpulse für den deutschen Markt in weiter Ferne. Ja, wir hören das jetzt so oft, dass Fluggesellschaften, dass aber auch Lobbygruppen gerade bei den Flughäfen rumheulen, und man merkt ja auch, dass da natürlich Probleme sind und dass wir in der Ticketsteuer nicht unbedingt weit vorne sind. Das ist ja kein Geheimnis. Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass gewisse Ziele Amerika nach unten gehen, aber dafür geht Kanada zum Beispiel hoch. Das ist ja auch eine interessante Sache. Aber halt um uns herum wächst alles. Und sollte es wirklich an den Steuern liegen? Also ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube eher, die Preise ab Deutschland für Flüge sind teilweise vielleicht höher als woanders. Also es macht ja auch keinen logischen Sinn für den Normalsterblichen, dass man nach Budapest fliegt oder wohin auch immer, um dann dort günstiger abfliegen zu können. Also ihr könnt da ja mal eure Meinung sagen, könnt auf School dazu sagen, was ihr dazu denkt. Ja, Lufthansa hat beim zweiten Thema natürlich auch ein Thema, und zwar ist das der Nahostkonflikt. Die Konflikte und Kriege im Nahen Osten, Israel, Iran im Juni, führten natürlich zu Flugausfällen, aber auch zu vielen Umleitungen. Der Verlust der Lufthansa gibt eine dreistellige Millionensumme als Schaden im ersten Halbjahr an, denn die Strecke Frankfurt-Teheran bleibt eingestellt, Frankfurt-Tel Aviv seit 1. August wieder aufgenommen, heißt also weniger Umsteiger, besonders auf den Transatlantikrouten. Und die Fraport sagt ja auch, dass man dort minus 7,8% hat in dem Nahostverkehr, logischerweise. Carsten Spohr sagt, wir sind eine der wenigen Airlines, die nach Teheran geflogen sind, und als Gruppe sind wir auch in Tel Aviv sehr stark.
Und interessant, dass man da dreistellige Millionenbeträge Verlust fährt. Die Frage ist, wo das herkommt. Ist das verlorener Umsatz oder aber sind das echte Kosten? Das wäre mal interessant, das Ganze aufzuschlüsseln. Was auch interessant ist, ist das 777X-Thema. Und da können wir einfach mal gucken, wie es mit der 777 im Moment aussieht, so als Zusammenfassung, als Thema zu den Zulassungen und den Testflügen. Die neue Testmaschine ist eine 5. Maschine und das ist die November 207L, also 2007L Lima. Und die Maschine ist für Singapore Airlines und in die Flugerprobung wird dieses Muster dann aufgenommen. Die FAA hat die 777-9 in der letzten Zertifizierungsphase Type Inspection Certification überführt. Heißt also, bis Ende 2025 wird in der Tat die Zulassung erwartet. Die erste Maschine geht im Sommer 2026 an. Lufthansa, insgesamt 27 sind davon bestellt. Aber 20 sind nur Passagiermaschinen, denn 7 sind Cargo. Ursprünglich war EIS, also das heißt into Service, gestellt werden, Ende 2019 geplant. Also rund 6 bis 7 Jahre Verspätung. Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific warten dringend auf die 777-9 für neue Premium-Produkte. Zum Beispiel auch für die neue First Class bei Singapore Airlines. Und man hat ja auch bei Lufthansa gemerkt, dass bei Lufthansa die Allegris nicht warten konnte auf die 777X, so wie es ja eigentlich geplant war. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie die 777X mit der Allegris ausschaut, weil die Allegris ja gerade dafür konzipiert wurde. Also bin ich mal gespannt, wie dieses Produkt dann auf der 777X, nennen wir es einfach mal, knallt. Ja, gucken wir mal. Ne? Wobei ich habe jetzt gerade wieder auf Facebook vom Kollegen gelesen, der ist mit der Allegris geflogen. Er fand das Produkt lala. Es gab einige Service-Schwächen, aber wobei das ja das klassische Thema ist, wenn man nur die Hardware sieht, fand er es geil, dass man natürlich die Kabine, die Temperatur regeln kann, aber die Mittelkabine, dieser Sinn und Zweck der Übung mit 2 Leuten, das erstreckt sich ihm nicht. Ich persönlich, ich finde es halt wirklich schade, dass die Lufthansa da in der Mitte dieses Ding gemacht hat und nicht da eventuell etwas gemacht hätte, was wesentlich spannender gewesen wäre. Aber nun gut, wir sehen uns das ja immer wieder vielleicht mit dem verliebten Auge an der Lufthansa, dass wir da zu viel erwarten. Also ihr könnt auch noch mal schreiben, was ihr zur Allegris denkt. Es gab ein Problem bei einem Hersteller von Energy Drinks. Das ist Celsius Energy Drink Mix-Up. Und da gibt es jetzt eine Warnung für US-Crews. Ich habe diese Drinks, ich habe sie gesehen, also überall, und Crew hat die auch gesoffen, hätte ich was gesagt. Auf jeden Fall einige Dosen besitzen dort fälschlicherweise Alkohol. Ja, die sind befüllt worden mit High Noon Wodka Seltzer, ist also ein Verpackungsfehler. In Florida, Michigan, New York, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Virginia, Wisconsin war der Vertrieb vom 21. bis zum 23. Juli mit dem Produkt. Der Rückruf ist nun gestartet, der kommt aus den Walmart-Filialen zum Beispiel, aber auch andere haben diese Produkte bekommen. Die Flugbegleiter, die AFA-CWA, das ist die Flugbegleitergewerkschaft in den USA, die sagen, Celsius vorerst nicht trinken, dass selbst ein unabsichtlicher Alkoholkonsum zu einem positiven FAA-Alkoholtest führt. Also nicht nur, dass Alkohol natürlich komplett strikt verboten ist, wenn man on duty ist, sondern auch natürlich rechtliche Konsequenzen haben kann, ist es so, dass man keinen Alkoholkonsum vor 8 Stunden vor Flug haben darf, maximal 0,04% Alkohol im Blut oder Atem, strengere Kontrollen, 10% der Crew wird jährlich auf Alkohol getestet, 25% auf Drogen, das ist verpflichtend. Es gab ja mal diese Warnung zu NyQuil, da sind 10% Alkohol drin. CBD-Produkte können THC-Spuren enthalten, also das heißt ein positives Drogenergebnis bringen. Dann gab es 2020, Ex-American Airlines Flight Attendant klagte, dass Keto-Diät zu einem falsch positiven Alkoholtest führte, denn Aceton, Isopropyl, Alkohol in der Atemluft. Also da gibt es einige Sachen, die da natürlich dann Ergebnisse führen, die nicht hübsch sind. Und wir haben ja gerade in der letzten Zeit wieder leider Crews gehabt, die halt mit Alkohol angetroffen sind. Einer war ja ein Kapitän und ein First Officer, auf jeden Fall Cockpit.
der hat eine Wodkaflasche mal auf der Toilette entsorgt, als es dort eine Kontrolle gab, und die haben dann halt die Flasche gefunden, nachdem er sich so auffällig bei dem Kontrollposten verhalten hat. Und ich glaube, dass wir alle wissen, dass in der Aviation Alkohol keinen Platz hat. Zumindest wenn man fliegt, aktiv on duty ist. Wobei ich persönlich auch hoffe, dass Leute, die zum Beispiel in Urlaub fliegen und Cockpit oder Cabin sind, vielleicht da auch keinen Alkohol zu sich nehmen. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, wir haben einen Statusmatch noch, der kommt, aber vorher gehen wir nochmal mit Accor ins Gericht, denn Accor hat Accor Plus und Accor All Accor Plus Explorer ab dem 1. Oktober, wie es heißt, hat auch leider Änderungen. Name und Konzept ist nicht das Einzige, was umbenannt wird, sondern der Mitgliedschaftsstaat, bestehende Mitglieder werden automatisch umgestellt. Neue Mitglieder erhalten aktuell 14 Monate zum Preis von 12. Einheitlicher Preis ist um die $230, was natürlich regional unterschiedlich sein kann. Free Night Benefit, 50% Rabatt, eine kostenlose Nacht wird ersetzt durch eine Nacht frei bei Buchung von 2 Nächten, also ein klassischer BOGO Buy One Get One. Praktisch maximal 50% Rabatt, zweimal pro Jahr nutzbar, nur für Standardzimmer leider. Dann der Dining-Rabatt, der war ja früher bei 2 Personen 50%, der ist jetzt, wenn man mit weniger Leuten unterwegs ist, verschlimmbessert worden. Wenn man aber mehr Leuten ist, verbessert worden. Neu ist 30% für die gesamte Gruppe plus 15% auf die Getränke. Elite-Nächte gibt nun 30 Statusnächte direkt bei Anmeldung oder Verlängerung. Vorher gab es 20 plus 10 bei lückenloser Verlängerung. Hotelrabatt bisher 10, nur bei APAC. Jetzt aber 15% weltweit, aber nur auf Best Available Rate. Nicht kombinierbar mit Promo- oder Mitgliedsraten. Ja, Accor gibt damit direkt den garantierten Goldstatus oder höher, Priority-Events und Angebote, 2 Stay Plus Free Nights pro Jahr ab 2026 und natürlich bis zu 50% im Asia-Pacific Raum. Da gibt es nämlich den Red Hot Rooms. Ja, Dining Benefit ist deutlich schwächer, wenn man mit wenigen Leuten dort speist. Die Hotels hatten das ja auch lang und breit immer wieder sich darüber beschwert. Free Night wird faktisch ein 50% Rabatt mit Einschränkungen. Ist halt kein echtes Stay One, Pay Zero. Statusnächte 30er ist also wirklich ein leichterer Weg zum All Accor Platinum. Weltweiter Hotelrabatt ist 15, bringt mehr Flexibilität, aber ist oft weniger attraktiv als die Promo-Raten. Also insofern, wer jetzt nochmal profitieren möchte, kann das ja gerne tun. Der kann ja die 14 Monate nehmen anstatt der 12. Damit hat man nochmal einen Vorteil. Wer mit einem Status bei der SkyTeam geliebäugelt hat, aber leider nur einen Hotelstatus hat, kann jetzt eventuell davon Glück reden, weil Kenya Airways hat da jetzt ein Thema. Die haben ja ein sehr, sehr junges Programm, das nennt sich Asante. Und da ist es so, dass der Statusmatch SkyTeam Elite, das ist Silber, extra Gepäck, Priority Check-in und Gepäckabgabe. SkyTeam Elite Plus, das ist Gold und Platinum, Sky Priority plus Loungezugang auf den meisten Strecken bietet, kann man kaufen. Der Preis für Silber sind 99 US-Dollar in Amerika, aber ansonsten 80 US-Dollar. Gold und Platin sind 175, in den USA und Asia-Pazifik sind es 279, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber jetzt ist mir die Seite verrutscht. Da ist es, wo haben wir es? Ja, 299 und 175. Also 299 in den USA, 175 in Europa. Ihr könnt natürlich die Klassiker nehmen bei Fluggesellschaften. Ihr könnt halt mit Senator, Hon Circle von Lufthansa oder United Premier Gold Platinum 1K, American Platinum, Executive Platinum, Emirates Gold Platinum, vielen, vielen mehr den Statusmatch machen. Aber wenn ihr den Statusmatch machen wollt, weil ihr keinen Status habt, könnt ihr Hilton Gold Diamond, Merit Platinum, Titanium nehmen, Hyatt Explorers Globalist. Ihr könnt aber auch Kreditkarten nehmen, nämlich die Visa Infinite Karte, Mastercard Worldwide, Amex Platinum, Allianzvorteile, Loungezugang, bevorzugtes Boarding, zusätzliche Freigepäckmenge, bevorzugte Sitzplatzwahl, Upgrade Voucher nicht erwähnt, daher vermutlich nicht inkludiert, also muss man aufpassen. Statusgültigkeit ist üblicherweise ein Jahr. Der Vorteil ist, dass man damit einen schnellen Loungezugang hat, nützlich bei Reisen auch vor allem mit KLM, Air France oder aber auch mit SAS. Dagegen spricht natürlich, dass die Kenya Airways Asante ein junges Programm ist. Partnergutschrift und IT können schwach sein. Lounge- und Upgrade-Vorteile hängen von den SkyTeam-Partnern ab. Also das heißt für den einen oder anderen durchaus interessant.
Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, die Frage des Tages zu beantworten. Da geht es um das Thema, was ihr davon haltet, ob die Fluggesellschaften und die Airports zu viel rumjammern über das Thema Steuern, ob das wirklich der Grund ist, warum das Wachstum in Deutschland nicht so stark ist. Und da bin ich mal gespannt auf eure Antworten, was ihr auf SkyTeam, ob ihr das SkyTeam-Status bei Asante macht, um das als Sprungwert zu benutzen. Da würde ich gerne von euch eure Meinung zu hören. Ansonsten, was haben wir noch? Bis morgen, bis zur nächsten Sendung oder wann auch immer diese ist. Ich gehe mal davon aus, dass sie morgen ist. Morgen ist ja Mittwoch. Also bis dann, danke euch. Ciao, ciao und bis bald.